lang ist's her, dass ich euch mal in die wundervolle Berliner ÖPNV-Welt mitgenommen habe. Zumindest mit meiner Stimme untermalt. Quasi als kleine Entschädigung habe ich euch gefragt, wo ihr denn euer Kreuz setzt. Und so wie ich diese Zeilen schreibe, haben knapp 200 von euch ihres gesetzt. Gemeint sind hier natürlich keine politischen Kreuze. Das Fass will ich gar nicht aufmachen. Dafür gibt es andere Kanäle. Aber welches Kreuz denn jetzt? Es geht um das Kreuz unter den Kreuzen. Das Kreuz, was sich in Sachen Fahrgastzahlen nicht hinter dem Hauptbahnhof verstecken braucht. Das Kreuz, welches besser mit dem Berliner ÖPNV vernetzt ist als der Hauptbahnhof. Das Kreuz, an dem NIMBYs gerne gegen die Straßenbahn schießen. Tja, und mit diesen warmen Worten begrüße ich euch direkt an der Grenze zwischen den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg. An der Schnittstelle zwischen der Ringbahn und dem, was man auch als Stadtbahnebene in Ost-West-Richtung kennt. Vorab muss ich hier einmal klarstellen, die eigentliche Eisenbahnstrecke mit dem Namen Stadtbahn berührt das Ostkreuz nicht. Diese Strecke verläuft lediglich zwischen dem Ostbahnhof und Charlottenburg. Die Ost-West-Ebene besteht hier aus der Preußischen Ostbahn, die einmal Züge bis nach Königsberg, was man heute als Kaliningrad kennt, führte, und der Schlesischen Bahn, auf der auch heute noch fleißig Fernzüge ihre Bahnen gen Warschau, Danzig, Krakau und vor Corona sogar nach Moskau ziehen. Das Angebot im ÖPNV ist so derartig umfangreich hier, dass ich mich einfach mal eben dagegen entschieden habe, jede Linie einzeln zu würdigen. Sonst wäre das Video zur Hälfte nur mit dem Runterleiern einzelner Linien voll. Stattdessen male ich euch mal kurz den Eisenbahnstern vom Ostkreuz auf. Wenn ich jetzt sage, bewundert bitte den Stern. Jetzt. So, genug bewundert. Einige Sachen möchte ich aber dennoch ansprechen. Zum einen haben wir die S3, die als einzige verbliebene Linie Stammrevier der Baureihe 480 ist. Des Weiteren haben wir die S9, die sich hier zwar blicken lässt, aber keine Zeit für einen Halt hat. Sie brettert über die bahnsteiglose Südringkurve am Bahnhof vorbei und möchte gerne Besucher unserer wunderschönen Stadt am Flughafen einsammeln. Hehe, habe ich das gerade echt gesagt? Wow. Ein Wort des Spottes geht noch an die NEB, die hier auf allen 3 Linien, die sie betreibt, gern bei dem Fiat Multipla unter den Schienenfahrzeugen, dem PESA Link oder auch RegioShark einsetzt. Hier Archivausnahmen aus Ahrensfelde, weil zum Zeitpunkt meiner Aufnahmesession sämtliche NEB-Züge in Lichtenberg endeten. Der hat es übrigens des Öfteren aufgrund seiner Störanfälligkeit in die Lokalpresse geschafft. Bevor wir nun aber in die Geschichte gehen, möchte ich euch einmal kurz den Bahnhof vorstellen, wie er sich heute präsentiert. Die untere Ebene, die Stadtbahnebene, wie ich sie nannte, wird gebildet aus 2 Bahnsteigen für die S-Bahn. Der südliche davon, Bahnsteig E genannt, dient den stadtauswärts fahrenden Zügen, wobei das Gleis 4 fast ausschließlich der kurzen S75 zwischen der Warschauer Straße und Wartenberg sowie der verkürzten S5 zwischen Ostbahnhof und Mahlsdorf dient. Das Gleis 3 nimmt den ganzen Rest. Bahnsteig D liegt in seiner leichten Keilform nördlich daneben und dient dem Verkehr stadteinwärts. Gleis 5 wird hierbei von allen Zügen benutzt, die am Ostbahnhof oder der Warschauer Straße enden. Gleis 6 für alles, was weiter in die Stadt reinfährt. Die Gleise 7 und 8 liegen an den Außenbahnsteigen RN1 und RN2 und dienen ausschließlich den NEB-Zügen nach Werneuchen, Templin und Küstrin. Der Fernverkehr nutzt diese Gleise für Überführungen in die Werkstatt an der Warschauer Straße. Mangels Oberleitung braucht es da allerdings eine Diesellok. Westlich davon schließt sich eine Kehranlage an, die eigentlich für die Regionalbahn genutzt werden sollte. Habe ich allerdings noch nie in Aktion gesehen. Südlich vom Bahnsteig E befindet sich noch der sogenannte Bahnsteig RU an den Gleisen 1 und 2, welche den Regionalzuglinien in die Berliner City dient. Die Handvoll Fernzüge stoppt auch hier. Quer oben drüber thront die Ringbahnhalle, auch Bahnsteig F genannt. Gleis 12 ist das Ringbahngleis im Uhrzeigersinn, Gleis 11 dagegen gegen den Uhrzeigersinn. Ansonsten finden sich hier noch die üblichen Verdächtigen an Bahnhöfen. Anbieter von Backwaren, eine Buchhandlung und der obligatorische McPappig. Östlich der Ringbahnhalle liegt mit den Gleisen 13 und 14 der Regionalbahnsteig RO. Hier stoppt unter anderem noch der Flughafen Express FEX zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen. Das aber auch nur bis zur Fertigstellung der Dresdner Bahn zwischen Blankenfelde und Südkreuz, voraussichtlich im Jahr 2025. Dann soll er innerhalb von 20 Minuten vom Flughafen zum Hauptbahnhof rauschen. Die S9 rauscht wie gesagt über eine lange und recht zügig befahrene Kurve am Ostkreuz vorbei. Ein Halt ist auch nicht nötig, weil man von allen am Ostkreuz haltenden Linien entweder am Treptower Park oder der Warschauer Straße die S9 erreichen kann.
Südlich des Bahnsteigs RU liegt dann noch ein Überführungsgleis von und zur Betriebswerkstatt Rummelsburg. Gekrönt werden die Anlagen von einer Fußgängerbrücke, die sämtliche Gleise auf der unteren Ebene überspannt. Die Buslinien am Ostkreuz halten am Markgrafendamm. Man hat ja auch eine der ganz neuen Haltestellensäulen hingestellt. Diese Ansicht hier mit den Fahrplänen und den Linienverläufen ist eigentlich ganz cool. Nur vielleicht etwas unintuitiv. Der Normalbürger würde hier vielleicht einen Touchscreen erwarten. Stattdessen blättert man mit dem Infobutton unten durch die Linien durch. An der Haltestelle hält auch noch der Aufzugersatzservice der BVG. Das sind in dem Sinne Shuttles des eigenen Fahrdienstes Mover, die euch kostenfrei bei kaputten Fahrstühlen zum nächsten Bahnhof mit funktionierendem Fahrstuhl chauffieren. Sonst ist die Idee dahinter, Leute in den Außenbezirken von und zur S-Bahn zu chauffieren. Wollt ihr zu dem Konzept ein extra Video sehen? Dann schreibt's in die Kommentare. So, dann einmal ab in die Geschichte. Und boy, das wird eine lange Kiste. Also tut euch bitte selbst den Gefallen und besorgt euch kurz was zu trinken. Bereit? Und los! Der Startschuss für den riesigen Bahnknoten, den wir heute als Ostkreuz kennen, fiel im Jahr 1842, als die Frankfurter Bahn nach Frankfurt-Oder das Licht der Welt erblickte. Zur Originalausstattung der Strecke gehörten unter anderem die Bahnhöfe Rummelsburg, der sich zu der Zeit zwischen der heutigen Karlshorster Straße und der Kühnersbrücke befand, und Köpenick, damals noch mit C geschrieben und explizit nicht zu Berlin gehörend, wieder mal das Stichwort Groß-Berlin-Gesetz hier. 1867 gesellte sich die Ostbahn dazu, die damals bis Gusow eröffnet wurde und später ins damalige Königsberg, was man heute als Kaliningrad kennt, verlängert wurde. Quasi on top kam 1871 der Ostring dazu, zunächst für den Güterverkehr, ein halbes Jahr nach der Eröffnung auch für den Personenverkehr. Auf den beiden Gleisen dort wurde es allerdings ziemlich schnell recht eng. Und so verpasste man der Ringbahn zwischen Treptower Park und der Landsberger Allee ein zweites Gleispaar. Zur Eröffnung der Ringbahn kamen noch gen Norden und Süden je eine eingleisige Verbindungskurve dazu. Allerdings waren die Ostbahn und die Frankfurter Bahn zu der Zeit nicht verbunden und so konnte man von der Frankfurter Bahn nur gen Süden, von der Ostbahn nur gen Norden abbiegen. Ebenso spendierte man der Ringbahn auf der Höhe der heutigen Perseusstraße eine Station, um das Umsteigen von der Stadtbahn zum Ring zu ermöglichen. Ein für heutige Verhältnisse recht langer Umsteigeweg. Man taufte diese Station Stralau, später auch Rummelsburger See. Die Stationen Rummelsburg und Stralau bestanden noch bis 1882. In diesem Jahr ging die Stadtbahn zwischen dem heutigen Ostbahnhof und Charlottenburg in Betrieb. Das ist die viergleisige Viaduktbahn, die heute übrigens super für Sightseeing taugt. Das Konstrukt, was wir da jetzt haben, sieht doch schon fast wie das Ostkreuz, was wir kennen, aus, oder? Nun ja, mit der Eröffnung der Stadtbahn entstand im Zwickel der beiden zwischenzeitlich zweigleisig ausgebauten Verbindungskurven der Haltepunkt Stralau-Rummelsburg. In der Mitte entstand der keilförmige Bahnsteig A, der Verkehren zum Nordring und vom Südring diente. Für die Gegenrichtung entstanden die zunächst mittig, später in Außenlager angeordneten Bahnsteige B an der Nordkurve zur Stadtbahn und C an der Südringkurve zum Südring. Alle drei Bahnsteige wurden über einen Fußgängertunnel miteinander verbunden. Zeitgleich entstand auf der Frankfurter, inzwischen Schlesischen Bahn, in Richtung Berlin ein Seitenbahnsteig. Die Gegenrichtung bekam erstmal nur einen niveaugleich angebundenen Notbahnsteig. Im selben Jahr bekam auch die Schlesische Bahn endlich eine Gleisverbindung zur Ostbahn. 1902 bekam die Schlesische Bahn bis Erkner ein zweites Gleispaar spendiert. Für die Vorortgleise in Stralau-Rummelsburg entstand dafür der Bahnsteig E. Ziemlich genau ein Jahr später bekam auch die Ostbahn Vorortgleise, mit einem Bahnsteig in Stralau-Rummelsburg spendiert, dem Bahnsteig D. Mit dazu gesellte sich der Haltepunkt Nöllnerplatz, der eine gewisse Namenshistorie hat. Zur Eröffnung Rummelsburg Ost, 1914 Neulichtenberg. 1952 erfolgte dann endlich die Umbenennung in Nöllnerplatz, wie wir ihn heute kennen. Wer jetzt aufgepasst hat, wird feststellen, dass noch ein Bahnsteig fehlt. Was ist mit dem Ring? 1903 entstand an den Ringvorortgleisen der Bahnsteig F. Damit sind wir quasi komplett. Es entstand ein wichtiger Umsteigeknoten, ein Stern im Berliner Schienennetz. Genauso wie jetzt sollte sich der Bahnhof bis in die Jahrtausendwende hinein präsentieren. Allerdings noch alles mit Dampf. Wo bleibt denn der Saft? Im Jahr 1926 trat man die große Elektrisierung der Stadtring- und Vorortbahn los. Für Stralau-Rummelsburg hieß das, dass ab dem 11. Juni 1928 probeweise 5 Züge zwischen Potsdam und Erkner elektrisch fuhren. Die elektrischen schwammen brav zwischen den Dampfzügen mit. 2 Wochen später kamen dann weitere 5 Züge dazu. Nach weiteren Fahrzeuglieferungen gab es ab dem 23. August 1928 die vollelektrische Linie Köpenick-Spandau West, was heute ganz schnöde Spandau heißt. 9 Züge brauchte man dafür. Köpenick wurde übrigens, genau wie Spandau, 1920 nach Berlin eingemeindet.
Am 7. Oktober folgte dann der elektrische Betrieb zwischen Ergner und Potsdam mit 24 elektrischen. Am 6. November bekam die Kurve zum Südring, zum Treptower Park, sowie die Strecke vom Schlesischen Bahnhof, heute Ostbahnhof, nach Kaulsdorf die Stromschiene. Am 1. Februar 1929 folgte schließlich der Nordring und die Nordringkurve. Das Aus für die dampfbetriebenen Vorortzüge kam dann am 2. März. Ab dann war der gesamte Vorortverkehr in Stralau-Rummelsburg elektrisch. 1933. Dann geht es jetzt wohl in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Auch das Ostkreuz blieb davon nicht verschont. Im Zuge von Hitlers größenwahnsinnigen Plänen, Berlin zur Welthauptstadt Germania umzubauen, sollten, bis auf die S-Bahn, sämtliche Bahnanlagen innerhalb des Rings verschwinden, inklusive der Kopfbahnhöfe. Hitler sah 4 große Personenbahnhöfe entlang der Ringbahn vor. Der östliche davon würde an der Stelle des heutigen Ostkreuzes stehen. 9 Fernbahnsteige wären östlich der Ringbahn geplant gewesen. Die Anlagen der S-Bahn sollten etwas erweitert werden, unter anderem um einen zweiten Bahnsteig auf dem Ring. Weitreichendere Planung gab es allerdings nicht. Der Zweite Weltkrieg wurde entfesselt und kehrte 1945 an seinen Ursprungsort zurück. Berlin wurde zum größten Teil dem Erdboden gleichgemacht. Doch es musste weitergehen in der Trümmerstadt. Zunächst einmal bauten russische Pioniere aber eins der beiden Gleise der Schlesischen Bahn auf russische Breitspur um, damit Stalin zur Potsdamer Konferenz anreisen konnte. Weil die sowjetischen Loks allerdings höher waren, musste das Gleis im Bereich der Brücken abgesenkt werden, was für eine ziemliche Berg- und Talfahrt sorgte. Bis Mitte August erfolgte dann der Rückbau auf Normalspur. Währenddessen mussten deutsche Arbeitskolonnen beide S-Bahn-Gleise bis Ergner als Reparationsleistung demontieren. Die S-Bahn ließ sich davon allerdings nicht unterkriegen. Ab dem 11. Juli 1945 verkehrten auf den verbliebenen Strecken zunächst einzelne Züge. Ab dem 5. November gab es wieder einen Taktfahrplan, zunächst als Pendel zwischen dem Ostkreuz und Ostbahnhof. Genutzt wurde hierfür der Bahnsteig D. Auf der Schiene nach Ergner richtete man, mangels S-Bahn-Gleisen, einen Notverkehr auf dem verbliebenen Fernbahngleis ein. Die Züge hielten in Ostkreuz, Köpenick, Friedrichshagen und Wilhelmshagen an Behilfsbahnsteigen, die an den gleislosen Bahnsteigen angeschüttet oder angebaut wurden. Erst am 20. Mai 1947 sollte der elektrische Betrieb nach Köpenick wieder aufgenommen werden. Zunächst eingleisig im 30-Minuten-Takt, ab 1948 dank zweitem Gleis zwischen Betriebsbahnhof Rummelsburg und Ostkreuz im 20-Minuten-Takt. 1951, wir schreiben inzwischen die DDR-Ära, und die Zeit der sich abzeichnenden Spannungen zwischen den Klassenfeinden, fanden in Berlin die Weltfestspiele der Jugend und Studenten statt. Das nahm man zum Anlass, die nach dem Krieg noch fehlende Nordringkurve wieder aufzubauen. Hintergrund war, dass man den Besuchern dieses Events nicht die Fahrt über den Westen, also den Nord-Süd-Tunnel, zumuten wollte. Ansonsten passierte in den Nachkriegsjahren nur das Notwendigste. Der im Krieg zerstörte Teil der Fußgängerbrücke wurde wieder aufgebaut, allerdings ohne Dach, also quasi Open Air. Hintergrund für diese Sparreparaturen war, dass man auch damals schon auf einen großen Umbau hoffte. Wir springen ins Jahr 1961, ein einschneidendes Jahr in der deutschen Geschichte und auch der Verkehrsgeschichte in Berlin. Denn mit der Errichtung der Berliner Mauer und den damit einhergehenden Kappen der Verbindungen gen Westen wurde das im Osten verbliebene Teilstück der Ringbahn praktisch zur Nord-Süd-Strecke, die am Ostkreuz die Ost-West-Strecke kreuzte. Das Ostkreuz war damit der zentrale Umsteigeknoten im Berliner Schnellbahnnetz geworden. Alles musste hier durch. Während der Bahnhof in seiner Bedeutung einen echten Höhenflug hatte, konnten die beiden Ringkurven das nicht von sich behaupten. Ihre Bedeutung schrumpfte immer weiter. Genauso wie der bauliche Zustand der Bahnsteige B und C, die beiden äußeren Bahnsteige an den Kurven und der Zustand des Fußgängertunnels, der die Bahnsteige A, B und C verband. Daher schloss man die beiden äußeren Bahnsteige am 22. Mai 1966, was man seinerzeit mit Fahrzeitverkürzungen begründete. Die Spitzhacke schlug 1970 am Bahnsteig B, am Bahnsteig C 1978 ein. Ein kleiner Unfall, bei dem die Ursache bis heute nicht so richtig geklärt wurde, ereignete sich am 30. September 1976 auf der Südkurve, als ein Zug entgleiste, weshalb Tempo 30 festgelegt wurde. Das hielt sich auch bis zur Fahrt des letzten Zuges über die Kurve im Jahr 2009. 1994 ging übrigens der letzte fahrplanmäßige Zug über die Nordkurve. Am 27. Mai 2006 fand dort noch letztmals eine Sonderfahrt statt. Den an den Kurven verbliebenen Bahnsteig A schickte man im Sommer 2012 dann auf den Müll der Geschichte. Die Wende ging, bis auf die Rückkehr lange unbekannter Zugläufe und eben den extremen Fahrgastströmen am 9. November 89 und den Tagen danach, recht ereignislos am Ostkreuz vorbei. Der nächste Hammer sollte erst wieder im Jahr 2006 folgen. Das Ostkreuz, lange inzwischen als Rostkreuz verschrien, bekam endlich den lang ersehnten Umbau. Das Sommermärchen mit der Fußball-WM 2006 ließ man noch verstreichen und dann ging's los. Der Umbau sollte im Jahr 2002 453,1 Millionen Euro kosten, was heute im Groben 711,5 Millionen Euro sind.
Was, wenn man sich mal den BER anschaut, ein echtes Schnäppchen ist. Dieser Umbau sollte allerdings, völlig untypisch für die Deutsche Bahn heute, so weit wie nur irgendwie möglich bei laufendem Betrieb stattfinden. Der Bahnhof wurde dabei völlig umgekrempelt. Der alte schmale Bahnsteig F an der Ringbahn wich einer riesigen Halle mit den üblichen Verdächtigen in Sachen Shops. Daneben gesellte sich der Bahnsteig RO für Regionalzüge. Unten wurden die Bahnsteige D und E komplett abgerissen und neu aufgebaut. Dabei erfolgte eine Umstellung von Linien auf Richtungsbetrieb. Vorher gehörte der Bahnsteig E ausschließlich dem Verkehr von und nach Köpenick. Der Bahnsteig D von und nach Lichtenberg. Heute heißt es eben am Bahnsteig D stadteinwärts, am Bahnsteig E stadtauswärts. Das macht die Nutzung des Bahnhofs wesentlich bequemer und einfacher. Die Regionalzüge der Stadtbahnebene bekamen mit den Bahnsteigen RU, RN1 und RN2 ein Zuhause am Ostkreuz und 2017 wurde schlussendlich sogar die Südringkurve wieder in Betrieb genommen. Allerdings ohne Bahnsteige. In meinen Augen allerdings kein Verlust, weil sämtliche dort möglichen Umsteigebeziehungen auch an der Warschauer Straße und am Treptower Park erreicht werden können. Die alte Fußgängerbrücke wurde denkmalgerecht wieder aufgebaut. Als kleine nette Details wurde das Dach am Bahnsteig E 1:1 rekonstruiert. Am Bahnsteig D nahm man zumindest die historischen Dachstützen als Vorlage für neue. Die alten Aufsichtshäuschen hat man auch wieder aufgebaut. Ob sie eine Funktion haben, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Nett aussehen tun sie allemal. Die letzten Restarbeiten laufen bis heute, mit Fokus auf das Umbauen der Vorplätze von einer Mondlandschaft zu einladenden Orten. Am Markgrafendamm hat man das auch ganz gut geschafft. Sitzmöglichkeiten, Bushaltestelle, Fahrradabstellanlage. Auf der Nordseite an der Sonntagsstraße sieht das Ganze schon etwas anders aus. Dort herrscht, Stand Ende 2024, bis heute Tristesse. Unter anderem wegen einer Sache, bei der unserem lieben Freund Gustav Richard, genau wie mir, der Hut sicherlich hochgehen würde. Die Straßenbahnlinie 21 soll eine neue Trasse erhalten, direkt unter der Ringbahnhalle am Ostkreuz. Das würde eine Streckenführung durch die Sonntagsstraße bedeuten. Ein wenig Fuscherei bei der Planung und die ewigen Proteste der Anwohner, vorbeifahrende Bahnen würden ihnen den Putz von den Wänden bröckeln lassen, verschieben den Baustart immer weiter nach hinten. Bis heute ist noch völlig offen, wann es losgeht. Bis dahin bleibt der Sandkasten hinterm Kettwurststand. Die ewige Verzögerung verursacht noch ein anderes Problemchen. Weil die jetzige Strecke der 21 totgeweiht ist, steckt die BVG natürlich kein Geld in die Instandhaltung der Strecke. Die ist derweil in einem so schlechten Zustand, dass man sich seitens der BVG nicht mehr wirklich sicher ist, wie lange man den Betrieb dort überhaupt noch sicher durchführen kann. So geht Verkehrswende in Deutschland, liebe Freunde. Zweiter Aufreger ist das Beamtenwohnhaus am Ausgang Sonntagstraße, was ich persönlich in meiner Erinnerung noch nie ohne Baugerüst gesehen habe. Man möchte es gerne sanieren und nachnutzen. Aber wer auch immer das Gebäude nachnutzt, soll die Sanierung bitte auch bezahlen. Die Deutsche Bahn peilt eine Übernahme durch das Land Berlin an. Naja, mal schauen, ne? Ein weiteres kleines Schmankerl in Sachen Verkehr. Man liebäugelt mit der Verlängerung des Bahnsteigs RU, um dort fest Fernzüge halten zu lassen. Es geht zum Beispiel um die Intercities nach Amsterdam. Die Verlängerung um gut eine Wagenlänge wäre wohl noch möglich. Mit einem lustigen Fakt bespaße ich euch aber noch, bevor ich euch für dieses Video entlasse. Der Berliner Volksmund hat ja für fast alles einen Namen. So auch für den Wasserturm am Ostkreuz. Ihn nennt man auch wegen der Form seiner Spitze Pickelhaube. Was ich allerdings auch schon gehört habe, und die Herkunft könnt ihr euch jetzt gerne selber denken, Stralauer Pimmel. Und mit diesem Augenzwinkern soll es das auch gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Falls bis Weihnachten nichts Neues kommt, wünsche ich euch jetzt schon eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.